So Jonas, hier sitzen wir zusammen im Auto, ich hinter der Kamera mal, zur Abwechslung. Schimpf mich nicht, wenn es verwackelt ist, aber es ist auch wirklich eine Herausforderung, im Auto jetzt ein Video zu machen. Aber dieses Video hat es in sich, denn du erzählst aus deiner Sicht, wie es war, mit mir als Erkrankte eine Beziehung zu führen. Ja, und genau. Vater von 2 Kindern zu sein und eine Mutter, die chronisch krank und zum Teil arbeitsunfähig war. Ich bin mega gespannt auf deine Gedanken. Ja, wir haben ja da ein Instagram-Live-Video gemacht, damals. Und das hat ja viele Reaktionen ausgelöst. Deswegen dachten wir müssen auch was für YouTube noch machen. Jetzt muss ich mal schnell schauen, wo ich lang muss. Ah ja. Okay. Ja, es ist natürlich so, dass man ja nie damit rechnet, dass man selber krank wird oder der Partner. Das passiert ja immer nur anderen, gell? Ja, man hört immer nur Horrorgeschichten von anderen. Ja. Und das andere bei deiner Erkrankung, das hat ja eigentlich so quasi nach den Geburten, gell, angefangen? Die Beschwerden, ja. Es hat ja nur mit Beschwerden angefangen. Nicht so wie ein Unfall, das ist von einem Moment auf den anderen, sondern es kam so schleichend. Das war ganz schleichend, fast unmerklich hat sich das entwickelt. Ja, und du warst ja immer die aktivere von uns beiden, wo wir uns kennengelernt haben. War ich auch sogar ein bisschen überfordert, so aktiv warst du. Ich war dann eher immer der Kiffer-träge Typ, der eigentlich nicht so weggehen wollte oder so. Und ich weiß noch, du bist eigentlich jedes Wochenende standest du bei mir auf der Matte und hast mich gefragt, was wir jetzt machen. Was machen wir heute? Und mit der Zeit hat mich das auch ein bisschen angesteckt und geprägt. Ich bin auch aktiver geworden mit der Zeit. Und jetzt sind wir mittlerweile beide wieder aktiv. Wir sind auch jetzt gerade wieder unterwegs. Für Chronisch Ehrlich haben wir jetzt heute gedreht, sind durch die halbe Schweiz gefahren, jetzt wieder zurück. Und das ist wieder ein bisschen die Zeit, wo wir uns wiedergefunden haben zu zweit, gell? Ja, total. Wir haben uns angeglichen. Ja. Ja, und das war natürlich so, dass du dann immer weniger Kraft hattest. Und das wussten wir ja nicht, dass das aufgrund von irgendwas Körperlichem ist. Oder schon gar nicht, dass es vom Darm ausgeht. Oder ja, es waren ja verschiedene. Wir dachten einfach, wir dachten dann schon irgendwann mal, dass es was mit dem Essen zu tun hat. Dass du manche Sachen nicht verträgst. Aber man wusste ja überhaupt nichts. Und das war für unsere Beziehung eine richtige Belastung, auch eine richtige Probe. Auch. Weil das zu viel, es hat natürlich viel Streitpotenzial gehabt. Irgendwann, weiß ich noch, da wollten wir irgendwo hin, ich weiß nicht mehr wo, mit dem Fahrrad. Und du hast dann irgendwie wieder gesagt, ich kann nicht mehr. Also so auf Schweizerdeutsch immer nimm. So, ich kann nicht mehr. Und das hat mich dann irgendwann, bin ich dann ausgerastet und gesagt, lass dir doch diesen Satz irgendwo hin tätowieren. Und ich war so voll böse, weil ich einfach nicht damit klargekommen bin, dass du das immer wieder gesagt hast. Und ich quasi die Priscilla, die ich geheiratet habe und kennengelernt habe, die eigentlich nicht mehr da ist. Und das ist natürlich krass und kann man natürlich öfters mal, hat das viel Konfliktpotenzial. Ja, weil das Ding ist, ich hatte ja zu der Zeit auch keine Diagnose. Das war ja, als ich dass sich so gehäuft hat, dass ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, da war ich dann unterdessen auch schon 5, 6 Jahre in Krankenhäusern und da waren die Blutbilder immer in Ordnung. Ja. Und man hat schon gemerkt, dass ich Unverträglichkeiten habe, aber sonst wurde mir halt keine Diagnose gestellt. Das heißt, man denkt dann auch irgendwie, ja, was fehlt denn da? Man hat ja nichts Greifbares. Ja, und dann kommt diese Hoffnungslosigkeit, die man auch als Partner natürlich voll mitkriegt und auch selber hat. Man selber hat keine Hoffnung
man denkt eigentlich nur noch von einem Tag zum nächsten und kann eigentlich nur zuschauen, wie es dem Partner schlechter und schlechter geht. Und man ist völlig machtlos. Das ist auch so eine krasse Sache. Als Partner von jemandem, der chronisch krank ist, man kann überhaupt nichts tun. Man kann vielleicht versuchen, sich reinzufühlen und man kann natürlich für den Partner unterstützen, vielleicht im Haushalt oder so oder mit den Kindern. Aber man kann eigentlich, schlussendlich kann man nichts tun, damit es dem Partner besser geht, weil wenn das dann irgendwann mal so schlimm ist, die Schmerzen da sind, was soll man dann da tun? Ein bisschen streicheln, nützt dann da auch nichts mehr. Ja, vielleicht müssen wir den Zuschauer auch mit reinnehmen. Also mit Schmerzen. Ich hatte oft solche Schmerzen dann die letzten 2 Jahre von dieser 10-Jahres-Erkrankung, dass ich krampfend im Bett lag und geweint habe und gar nicht mehr aufstehen konnte. Also da kam eine Chronic Fatigue, ich hatte dann Fibromyalgie, ein Reizdarmsyndrom und war auch andauernd krank, weil mein Immunsystem natürlich total am Boden war. Ja. Und wenn ich diese Krampf- und Schmerzanfälle hatte, dann war ich ja in einem Film. Also ich habe dann nur funktioniert und versucht zu atmen, weil das Atmen fällt einem mega schwer. Und anfangs haben wir ja noch einen Krankenwagen gerufen und solche Späßle, bis wir herausgefunden haben, dass die alle nicht helfen, außer mega hochdosierte Schmerzmittel verabreichen. Ja. Und dann ist natürlich so, ja, wenn die Ärzte nicht helfen können, sie hat schon jede Schmerzwelle überlebt, sie wird es schon irgendwie schaffen. Oder was denkt man dann? Oder verdrängt man das auch? Also was man macht, weiß ich nicht. Ich habe da schon das ein bisschen abgespalten von mir. Ich konnte es nicht an mich ranlassen. So richtig, weil sonst wäre ich ja auch noch zusammengebrochen. Also ich habe das ein bisschen verdrängt. Es war zwar schon so, immer wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, warst du eigentlich im Bett. Du hast zwar zwischendurch die Kinder geholt von der Schule und hast vielleicht auch was zu essen gemacht oder so, aber eigentlich ja, gegen Ende warst du eigentlich mehr im Bett als woanders. Und das konnte ich gar nicht emotional an mich ranlassen. Es wäre im Nachhinein vielleicht gut oder heilsam gewesen, aber damals konnte ich das einfach nicht. Ja, und du musstest ja auch funktionieren. Also eine Konstante muss es ja geben, wenn alles andere wackelt. Mhm. Also ich habe dir ja in dem Moment auch nie den Vorwurf gemacht oder so, hey, weil das, was ich gemerkt habe als Leidende, man ist sowieso allein. Ich glaube, ich habe mal den Satz gelesen, man stirbt alleine. Ja. Wirklich. Und diese Einsamkeit, die über mich kam und das zu realisieren, dass man im Schmerz und wenn man das Gefühl hat, man kratzt ab, man ist einfach alleine. Es hat mir nichts gebracht, wenn jemand mir den Rücken gestreichelt hat oder so. Ich wollte einfach nur aus dieser Hölle raus, aus diesem höllischen Schmerz. Und ich war mega froh, dass du funktioniert hast und gearbeitet hast, uns versorgt hast quasi als Familie, weil irgendwie mehr Ansprüche hatte ich eh nicht zu dem Zeitpunkt. Der einzige Wunsch war zu überleben und gesund zu werden, rauszufinden, was mir fehlt. Ja. Ja, und was könnte man noch sagen für Menschen, die in der gleichen Situation sind? Man muss sich halt jetzt mal in Anführungsstrichen bewusst werden oder auch damit abfinden. Es klingt zwar hart, aber es ist dann halt so, dass der Partner nicht mehr der gleiche ist wie den, in den man sich verliebt hat. Der funktioniert nur noch auf Überlebensmodus und vor allem, wenn man vielleicht vorher viel aktiv war, manche Paare reisen ja auch ganz viel und so, dann fällt das alles weg. Und wir haben ja heute jetzt gerade ein Interview geführt mit Veronika Schmidt, der Sexologin, wo es um Sexualität in der Krankheitsphase geht.
Und da hast du mir auch erzählt, Priscilla, haben sich, oder auch in dem Live hat ja auch jemand geschrieben, dass sie verlassen wurde in dieser Krankheitsphase, und auch andere Schicksale haben wir mitgekriegt, wo jemand, der chronisch krank war, vom Partner dann auch noch verlassen wird. Zusätzlich zum Drama. Ja, das ist natürlich krass. Und das, ich will mich jetzt nicht hier irgendwie in ein gutes Licht rücken oder so, das kam mir einfach gar nicht in den Sinn. Das hätte ich niemals gemacht. Nicht, weil ich ein besonders guter Ehemann bin oder voll moralisch hohe Ansprüche an mich selber habe oder so. Es kam mir einfach, es war keine Option. Vielleicht auch, weil wir auch Kinder haben, aber das kommt halt vor, dass jemand dann in dieser Phase auch noch verlassen wird. Und das fand ich interessant. Die Folge können wir auch noch einblenden oben. Jetzt zur Sexologin, Sexualität in Krankheitsphasen. Weil sie hat ja auch gesagt, ja, da muss man sich ja auch fragen, wie diese Beziehung überhaupt zustande gekommen ist und was das Fundament davon ist. Wenn man ja, aber das Ding ist, das Fundament kann ja schon gut sein, aber wenn der eine einfach sagt, das mache ich nicht mit, da ist einfach keine Chance mehr. Und da hatte sie schon gute Gedanken dazu. Ja, das könnt ihr euch noch anschauen, weil das auch ein mega spannendes und heißes Thema, Sexualität in der Krankheitsphase. Ja, jedenfalls, ja, es war ja dann auch immer so, dass du zu vielen verschiedenen Ärzten gegangen bist, einen Ärzte- und Krankenhausmarathon hingelegt hast, in der Zeit, wo es dir nicht gut ging, aber da hat ja schon ganz früh angefangen, eigentlich mit den ersten Beschwerden, bist du dann zu den ersten Ärzten gegangen und bist dann immer wieder nach Hause gekommen und hast gesagt, hey, ich weiß jetzt, was los ist. Ich habe das und das. Hast eine Diagnose gekriegt. Und dann hat sich herausgestellt, dass das eine Fehldiagnose war. Und dann ist wieder die Welt zusammengebrochen. Und mit der Zeit hat mich das auch voll abgestumpft, dass wenn du wieder mal nach Hause gekommen bist von einem Ärztebesuch und eine Lösung hattest, habe ich mich überhaupt nicht mehr gefreut, weil ich überhaupt nicht wissen konnte, ob das wirklich das ist. Ja. Ja, und das Witzige war dann, wo du aber auf dieses Medical Medium gestoßen bist, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Das war noch ein Umweg. Du hattest ein Buch zu Hause, was du eigentlich einer Freundin schenken wolltest. Und da hast du eigentlich gar nicht reingeschaut, gell? Über ein Jahr lang war das bei uns zu Hause. Und dann irgendwie hast du dann da angefangen zu lesen und das hat schon mal den ersten Heilungsschritt gebracht, das, was in diesem Buch stand. Und dann über Umwege Anthony William und so, komischer Typ, der eine Stimme hört und über Obst und Gemüse redet und Umwelteinflüsse. Ja, und der selber überhaupt nicht gesund aussieht, gell? Ja. Aber er ist wahrscheinlich schon gesund. Ja. Aber das war irgendwie für mich auch was Besonderes, weil das hat mich auch gecatcht. Wenn ich diese Radio-Shows angehört habe von dieser YouTuberin, die übersetzt, das hat mich richtig gepackt, aber gleichzeitig bin ich dann auch immer von ihrer angenehmen Stimme eingenickt. Musste mir dann nochmal anhören. Und dann, das war im Skiurlaub, wir waren im Skiurlaub, es ging dir eben schon ein bisschen besser, weil du da schon deine Ernährung angefangen hast umzustellen. Genau. Und dann haben wir als ganze Familie das angefangen, die Ernährung umzustellen. Selleriesaft, also Zitronenwasser, Selleriesaft, Heavy Metal, Detox Smoothie, glutenfrei, zuckerfrei. All das, wo ich schon wusste, das wäre eigentlich ein erstrebenswertes Ziel, das mit dem Zucker vor allem, aber nie geschafft habe, kam dann von alleine und es hat sich so gut angefühlt. Ja, und du bist wieder du selber geworden. Du musst immer noch aufpassen, dass du nicht zu viel machst, weil du halt immer viel auf der Agenda hast. Aber das haben wir auch im Blick. Und jetzt sind wir wieder zusammen unterwegs. Ein Happy End. Aber es ist noch nicht das Ende. Eigentlich ist es erst der Anfang.
Du hast ja auch, also wir haben auch immer wieder gesagt, was ist das Elixier? Es muss doch irgendwas geben, einen Grund, warum du das alles erlebst, die ganze Scheiße. Und über so einen langen Zeitraum hinweg. Und ich glaube schon, dass dieser Kanal auch eines der Elixiere ist davon, dass du anderen Menschen eben helfen kannst und ihnen Hoffnung schenken kannst und sie mit deinem Instagram-Account und diesem YouTube-Kanal inspiriert werden und Einblicke kriegen, die man sonst vielleicht nicht so kriegt und wissen, sie sind nicht alleine. Und jetzt zum Beispiel in diesem Video, dass Partner von Erkrankten wissen, es geht anderen auch so, sie sind nicht alleine. Dass eine Community entsteht, wo man sich austauschen kann und sich ermutigen kann. Und das ist mal ein richtig geiles Elixier, oder? Ja, mega. Ja, was würdest du rückblickend, wenn du dir etwas sagen könntest? Wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen könnten und du könntest dir irgendwas sagen, was würdest du dir sagen? Ja, ich würde natürlich sagen, alles wird gut. Alles wird gut, nur Geduld. Aber das weiß man ja. Das ist ja eben das, man sieht nicht nach vorne. Und das ist das, vielleicht kann ich ja das ist nämlich da auch so, die sogenannte Ex-Post-Rationalisierung, dass man vergangenen Ereignissen einen anderen Wert zuschreibt oder anders darstellt, als es wirklich war, weil das ein kognitiver Prozess im Gehirn ist. Deswegen ist es auch gut, dass wir dieses Gespräch jetzt gerade führen, weil das hält uns nochmal vor Augen, wo wir waren. Und wenn man natürlich wüsste, wie es wird, dann wäre alles gar nicht schlimm. Weil das Schlimme ist ja, dass man nicht weiß, wie es wird. Wird es noch schlimmer? So wird es so schlimm, dass die Person irgendwann stirbt? Oder wird alles gut? Hast du so einen Gedanken zugelassen, dass sie sterben könnte? Ich habe jetzt nicht gedacht, dass du vielleicht daran stirbst, weil ich auch wusste, dass man daran eigentlich nicht stirbt. Aber ich habe mir schon gedacht, was ist das überhaupt für ein Leben dann noch? Ja. Man stirbt nicht, aber man lebt auch nicht. Ja, und wenn man bedenkt, ich war ja so, ich bin so eine visionsgetriebene Frau. Mhm. In dem Moment, hast du dir Gedanken gemacht, dass das jetzt weggefallen ist? Oder hast du es hingenommen, weil du einfach funktioniert hast? Ja, ich wusste natürlich schon, dass dann die ganzen Träume und Visionen und so auch einfach brach liegen. Die werden nicht mehr in die Tat umgesetzt. Das war natürlich auch noch zusätzlich traurig. Aber das war gar nicht so im Fokus. Eigentlich ging es mir einfach um deine Gesundheit. Da habe ich oft gedacht, wie lange soll das jetzt noch so weitergehen und wie wird das alles noch? Ja. Ja. Ja, und jetzt wissen wir ja viel, viel mehr über meinen Körper. Wir haben mega viel gelernt. Ja, richtig. Die Abläufe sind eigentlich total gutes Wissen, was wir gerne schon vorher gelernt gehabt hätten in der Schule oder was weiß ich wo. Und dann denkt man schon, also ich denke schon manchmal zurück und denke so, oh, hätte ich das irgendwie vorher gewusst. Ja. Und nicht durch so einen anstrengenden Weg. Also Ja, diese Gedanken bringen aber nichts. Man kann die Zeit halt nicht zurückdrehen. Man kann nur das Beste aus dem machen, was noch kommt. Und seien wir mal ehrlich, ich habe meine Sachen, wo ich was gelernt habe, auf schmerzhafte Weise gelernt. Vielleicht nicht auf so schmerzhafte Weise, wie chronisch Kranke das tun, aber ich habe, da wo ich wirklich was gelernt habe, was war immer mit Schmerz verbunden. Sonst habe ich es nicht wirklich gelernt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und was würdest du jetzt direkt anderen Partnern mitgeben wollen, die jemand chronisch Kranken an der Seite hat? An seiner Seite oder ihrer Seite hat? Ja, das fand ich eben heute auch. Ich habe auch heute viel mitgenommen aus diesen Interviews, obwohl ich eben nur hinter der Kamera war. Aber eben darüber reden ist wichtig. Das haben wir eigentlich immer gemacht. Wir haben immer darüber geredet.
wie es dir gerade geht und ja, was uns beschäftigt immer. Und das ist, glaube ich, ja, war glaube ich jetzt im Nachhinein auch wichtig, dass wir das gemacht haben. Ja, also das Reden. Ja. Und mir ist aufgefallen, wenn wir zurückblicken, dass wir haben ja die Ernährungsumstellung gemacht, aber eigentlich zeitgleich hast du dich mit dem kleinen Kind beschäftigt. Und das kam total von dir aus und du hast dann auch auf YouTube Meditationen angefangen. Kannst du uns da noch mit reinnehmen? Weil du musstest ja eigentlich auch einiges aufarbeiten und hast dich dann von einer ganz anderen, neuen Seite kennengelernt. Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dieses Konzept des kleinen inneren Kindes, was wir alle in uns tragen, einen Persönlichkeitsaspekt, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe mehrere Sachen ausprobiert. Meditation, mentale Trainings, autogenes Training. Ja, damit habe ich angefangen, mit autogenem Training. Könnt ihr auch mal googeln. Und ja, das war natürlich auch sehr wertvoll, weil ich habe, ja, da müsste ich jetzt mal ein bisschen ausholen. Weißt du, siehst du, wie lang das Video schon ist? Nicht, dass das dann plötzlich 2 Stunden lang wird. Weiß es nicht. Okay. Egal. Okay. Es ist auf jeden Fall gut, sich über Meditation oder mentalem Training sich selber besser kennenzulernen und auch regulieren zu können. Und eben bei mir war das Thema eigentlich Gefühle, weil ich war jahrelang alkoholsüchtig, ich habe viel getrunken, ich habe täglich getrunken, ich liebe es, also ich liebte es, ich liebe es immer noch, also ich würde auch gern, so einen geilen Rausch hätte ich schon ab und zu mal gern noch, aber ich weiß halt, was er auslöst und was er für Folgen hat, deswegen will ich ihn dann doch nicht. Aber ich sage jetzt nicht, dass ich irgendwie Alkohol hasse oder so. Der ist in unserer Gesellschaft da, richtet viel Schaden an, aber es gibt viele Menschen, die damit umgehen können. Aber es gibt auch viele, die das nicht können. Ich gehöre zur zweiten Gruppe und ich habe dann mal einem Kumpel erklärt, der mich so gefragt hat, wie geht es dir denn jetzt ohne Alkohol? Weil ich schon so 2 Jahre keinen Alkohol getrunken habe. Habe ich ihm gesagt, ja, wenn das so eine Skala ist von 10 ist voll glücklich, voll gut und 0 ist so neutral und -10 ist halt so voll traurig, dann bin ich eigentlich immer so bei 0 rum. Ich bin weder traurig noch glücklich, bin vielleicht mal höchstens +2 und höchstens -2. Und das ist ja eigentlich nicht das, was das Leben ausmacht. Die ganze Bandbreite ist das Leben. Und das war der Antrieb, mich damit zu beschäftigen, mit dem inneren Kind, weil ich wollte wieder Gefühle zulassen. Ich wollte Freude haben in meinem Leben. Das war natürlich der erste Grund. Ich wollte glücklich sein, glücklich. Und habe dann eben herausgefunden, dass das gar nicht geht. Glück ohne, also Freude ohne Traurigkeit existiert einfach nicht. Es gehört zusammen. Es gibt Phasen, wo man traurig ist und es gibt Phasen, wo man glücklich ist. Das musste ich erstmal zulassen, auch eben traurig zu sein, Trauer zulassen, zu weinen und so. Und dann konnte ich erst wieder lachen. Und das war aber eine schöne Erfahrung, dass das tatsächlich funktioniert. Dass man, wenn man eben Traurigkeit auch zulässt und weint und so, dann auch wieder öfters mal lachen kann. Und jetzt, wenn mich der Kumpel erst wieder fragen würde, wie geht es dir denn ohne Alkohol, dann würde ich sagen, ohne Alkohol und mit Kümmern um das innere Kind bin ich da in der ganzen Gefühlspalette, finde ich, statt. Und das ist schön. Ja, voll. Das heißt, dass eigentlich so die Krankheitsphase auch einfach Impuls war, enorm an uns zu arbeiten und Dinge zu reflektieren, weil wenn alles happy clappy läuft, dann hat man nicht diesen äußeren Impuls, dass man etwas ändern muss oder sich hinterfragen muss. Und das war jetzt halt auf eine uncoole Art und Weise, wie wir es erlebt haben. Ich wünsche das niemandem.
Aber dadurch, dass wir irgendwie die Sachen angeschaut haben und ehrlich geworden sind und es nicht verdrängt haben, ist das Potenzial daraus erwachsen. Und das ist lustig, weil wir ja auch daran gewachsen sind, sich zu ändern und sich zu hinterfragen, warum reagiert man so? Oder auch beim Alkohol. Ich meine, das ist so eine gute Lösungsstrategie, der Alkohol. Ja, das ist voll die geile Lösung. Und Essen auch. Essen ist auch eine gute Lösungsstrategie. Und Verdrängen ist auch eine super Lösungsstrategie. Aber ob sie langfristig gesund ist, nein. Definitiv nein. Ja, nee, überhaupt nicht. Aber es ist halt da und sie ist einfach. Und das nicht zu tun, wenn man das nicht macht, man hat eine Herausforderung, fühlt sich scheiße, will am liebsten sich betäuben, aber man tut es nicht, dann muss man damit umgehen. Man muss dann eben eine andere Lösung finden. Und es ist nicht eine Lösung, die das Problem betäubt oder so, sondern man muss es angehen und das ist eigentlich krass. Und auch anstrengend und aber auch schön, weil man eben dann weiterkommt. Weil wenn man ständig nur trinkt, dann kommt man ja gar nicht weiter. Man ist dann auch zufrieden damit, ständig nur zu trinken. Und hat halt gesundheitliche Folgen natürlich, nicht nur im Körper, sondern auch, wie man plötzlich anfängt zu denken und so. Ja. Und jetzt fragen sich bestimmt ein paar auch, ob du vielleicht angefangen hast zu trinken, weil ich so krank war. Nee, das war schon vorher. Aber ich habe Es war schon vorher eine Lösungsstrategie für dich. Ja, schon immer. Hat jetzt nichts damit direkt zu tun. Ja. Aber es war dann auf jeden Fall auch schon ein kleiner Baustein in der neuen Ernährung, weil da Alkohol ja auch nicht dabei ist. Und das war wenigstens dann ein Ding, was kein Problem war, die Ernährung dahingehend umzustellen, keinen Alkohol zu trinken, weil ich das schon nicht gemacht habe. Aber das war eben auch cool, die Ernährungsumstellung als ganze Familie, was da alles da drin steckt, das Ganze, was da für Potenzial drin ist. Also für mich, ich war ja eben nicht chronisch krank und habe die Ernährungsumstellung mitgemacht, nicht ganz so streng. Ich tue manchmal, ich habe vorhin ein Buttercroissant gegessen, Priscilla. Schön, das sei dir gegönnt. Wenn ich das machen würde, hätte ich dann Probleme. Ja, ich eben nicht. Das ist schön. Und das freut mich auch für dich. Deswegen finde ich die Ernährung mega geil, aber ich bin halt trotzdem nicht so, dass ich das ausnahmslos tun kann, momentan noch. Du bist auch nicht chronisch krank und das darf und muss man auch unterscheiden. Ja, aber das Lustige ist ja, dass ich genau weiß, dass mir das Croissant nur emotional gut tut, gar nicht meinem Körper. Mein Körper braucht ja das nicht. Es braucht ja nicht ein Croissant, mein Körper. Warum mir nicht? Ja nichts. Ja, keine Nährwerte, gell? Ja, also vielleicht schon ein paar, aber nicht solche, die ich unbedingt... Aber was hat sich für dich körperlich verändert durch die Ernährungsumstellung? Ja, das ist mega krass. Also ich war schon vorher recht fit, aber jetzt bin ich Ironman-mäßig fit. Du bist eine Maschine. Ja, ich kann, da wo wir wohnen, ist ja in den Voralpen oder das Tor zu den Alpen. Und da gibt es schon ein paar recht hohe Hügel schon. Also für andere Länder sind das Berge, Jonas. Ja, es sind für wir wohnen Menschen, die in Deutschland wohnen, sind es Berge, aber für die Österreicher sind es auch nur Hügel. Ja, genau. Ja, da kann ich halt hochjoggen und einfach, ich kann durch Täler joggen und unendlich weit joggen und mache auch Training und der eine Film, wie hieß der auf Netflix? Game Changer. Ah ja, Game Changer. Oh, der bringt es mega geil auf den Punkt, ja. Der hat mich halt auch voll motiviert, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt die Ernährung umgestellt, ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund, ich bin auch fit körperlich, kann joggen und so, aber trainieren so kraftmäßig, das muss ich halt jetzt vergessen. Ich bin jetzt halt, mein Körper ist halt jetzt ein bisschen so, wie er ist, da kann ich nichts irgendwie antrainieren. Und dann habe ich Game Changers geschaut und dann war ich mega motiviert. Und jetzt habe ich eigentlich jeden Tag ein Training. Und
und lebe ja pflanzenbasiert. Ja. Ja. Ja, schön. Ist dir noch abschließend etwas wichtig für unsere Zuschauer als Ermutigung, was du für dich jetzt vielleicht noch so unterm Strich sagen kannst? Ja, weil jetzt das Thema ist Partner von chronisch Kranken und nicht chronisch Kranke selber, will ich jetzt einfach sagen, dass auch die Partner durchhalten müssen in dieser Zeit und auch eben mit dem chronisch Kranken diesen Genesungsweg gehen müssen, der eben unterschiedlich lang ist. Ja, ich kann nur sagen, dranbleiben, Geduld haben. Es gibt Höhen und Tiefen und diese Genesungskurve, die geht ein bisschen so wie eine Aktie hoch und dann geht sie halt wieder runter und dann geht sie wieder hoch, aber dann, wenn sie wieder hoch geht, ist sie vielleicht höher als vorher. So ist es bei der Gesundheit, bei vielen auch. Das geht so, wie nennt man das? Wellenförmig. Ja. Geht es hoch und da muss man halt das im Blick behalten und die Hoffnung nicht verlieren. Ja. Ja. Ja, ich denke, was ich noch sagen könnte, ist Ehrlichkeit, miteinander drüber reden, die Ängste teilen, die Sorgen teilen, sagen, wie sich die Dinge anfühlen. Also ich habe oft dem Jonas erklärt, wie es sich anfühlt, wie es für mich ist, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass Jonas weiß, wie das ist. Er kann es nicht wissen. Ja. Also liegt es an mir, das zu erklären und genau, dass er überhaupt die Chance hat, irgendwie da das nachzuempfinden, so gut es geht. Das ist immer schwierig, wenn man selber etwas nicht erlebt hat. Wir Menschen schaffen das kaum dann, aber es ist dann einfach ein Commitment und zu sagen, okay, und ich trage dich und gebe dir Sicherheit in den Sachen, wo ich es geben kann. Und dafür möchte ich dir auch danken, Jonas, dass du mir die Sicherheit gegeben hast. Bitte, bitte. Ja, wirklich, dass du bei mir geblieben bist und dass wir das jetzt auch zusammen machen können, dieses Chronisch-Ehrlich-Projekt, dass dir auch ein Herzensanliegen ist, chronisch Erkrankte und ihre Partner zu unterstützen. Ja, genau. Und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, Lob und Tadel, schreibt einfach einen Kommentar. Wir gehen darauf ein, oder wenn ihr noch Ideen habt für weitere Videos, ähnliche Videos vielleicht, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten, wenn euch dieses Video gefallen hat oder ihr Lust habt auf weitere solche Videos, abonniert einfach gerne den Kanal, dann verpasst ihr nichts, oder? Ja, unbedingt. Okay. Wir freuen uns über euch und an euch und euren Geschichten. Alright. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.